Ba 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 ba. Ba 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 ba. Aloha, meine Lieben, und willkommen zur Episode 15 von Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Präsentiert von Idala. Geht direkt los mit dem nächsten Fall. Oh. Holmes, what happened? Oh, der sieht nicht gut aus. Feel deathly. Deathly. You look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. Oh, was sind denn meine Old Habits? Oh, Shizzle, what? The pupil is dilated. Oh mein Gott, guckt euch mal die Hautfarbe von dem an. Ist er ein Vampir geworden, oder was? The temperature appears to be normal. I need to concentrate and count the heartbeats. Okay. I need to concentrate and count the heartbeats. Ja. I need to concentrate and count the heartbeats. Willst du mich verarschen? Muss ich das halten? I need to concentrate. I need to concentrate and count the heartbeats. Muss ich dann jedes Mal klicken, oder was? Bin ich zu doof, einen Puls zu messen? Ah, okay. A weak pulse, around 50 beats per minute. Ah, 48. But you're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. Gottes Willen. The antidote. Give it to me. Antidote? Was hat er denn gemacht? You mean that you're poisoned? Now. Please. Gott, der sieht ja ganz grün aus im Gesicht. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and datura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. A good day, Inspector. Ah, Mr. What? Holmes, I'm glad to find you here. I need your help. This is a strange one. We have brought in two young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the bath, but what? As I said, And they were tied together. you are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic. Isn't that the largest steamer ever built? Yes, and these two young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There are rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman Baths. That's for us. Watson, fetch your hat. Hä? Ich bin jetzt erstmal total lost. Das waren viel zu viele Informationen auf einmal. Und ich hoffe, ich muss mir das nicht alles behalten. Wir gucken jetzt erstmal die Chronik. Ja, okay, das war ja falsch. Aber der nächste war richtig. Ein Souvenir. Die Dampfpfeife, wie sie in Zügen verwendet wird. Sehr schön, okay. Treffen Sie sich mit Lestrade in den Thermen von Strand Lane. Dann machen wir das doch mal. Was war denn das jetzt gerade mit dem vergiftet sein? What?
Ja, Herleitungen öffnen, das bringt alles noch nichts. Da haben wir ja noch nichts. Warum waren wir so schnell wieder fit auf den Beinen? Das verstehe ich nicht. Ich bin ja froh. Mein Homesy. Ich finde die Charaktere super. What a beautiful place. With a dreadful murder. The body of Sir Rodney Bentcliffe is still in the steam room. It has not been touched, per your usual instructions, Mr. Holmes. I shall be waiting for you here, but please hurry. Are you able to identify the men who were with the victim in the steam room? Yes. The manager of the bath, Sir Gregory Pitkin, a lad from the city council, Garrow, and an archaeologist by the name of Blinkhorn. I think the plump one, Garrow, did it. He doesn't seem right in the head. Well, we shall see. Oh, schön. You found no murder weapon? No, and that's why I called you. All three witnesses and the victim were locked in when the murder occurred, and they remained so until we got here. We even had to pick the lock to enter. I see. In der Sauna? Was there anyone else here, apart from those gentlemen in the steam room? Yes, a Mr. Phillips. He was the one who called the police. He'll be able to give you more details. Mein Gott, das waren jetzt so viel zu viele Namen auf einmal, aber wir werden die ja irgendwann nochmal nachlesen können. So, Mr. Phillips, habe ich den wenigstens richtig Good bei? day to you, Ja. Mr. Phillips. My name is Sherlock Holmes, and this is my colleague, Dr. Watson. Would you be so kind as to answer our questions? Certainly, sir. Was ist geschehen? Please tell us the chain of events from the start of your day. Everything that you can remember. The slightest detail may be of importance. Very well, sir. I came in at 6:30 this morning, and I opened the baths. I made sure that the room was clean, and I prepared the towels. The brazier was still burning. There was a fire burning all night. Yes, Sir Gregory ordered me to light the brazier yesterday. It takes some time until the room is fully heated. The gentleman had a meeting at 9 o'clock this morning. I wanted everything to be perfect. They'd been in the steam room for 20 minutes when I suddenly heard shouting. I ran to the door, but it was closed. I couldn't open it. So I ran out to the street to call for the police. One constable came up, and then there were others, and they picked the lock. Then Inspector Lestrade came along, and he told us that nothing should be touched. Das hakt schon wieder so komisch, wenn es gleich wieder abstürzt. Weine ich. Did you receive any other visitors this morning? No one. Until these gentlemen arrived. Sir Gregory was the first. And then, while we were discussing work details, Sir Rodney and Mr. Blinkhorn arrived, and Mr. Garrow followed. What happened after that? I waited until they'd all entered the steam room, then I returned to the hall. The changing room door was open, so I should hear if they needed anything. You would have heard if someone had entered or left the steam room. Certainly, sir. These doors make a lot of noise. Dann schauen wir uns den doch mal an. Oh, gibt's aber viel zu sehen. Leichte Falten. Penibel. Penibel? Hä? Was soll das? Wieso wechselt das immer so komisch? Okay, hier stimmt was nicht, Leute. Das macht hier, lebt alleine, Schnittwunde, schneidet sich die Haare selbst, lebt alleine. Hä? Glänzende Knöpfe. Manchester City. Heute aufgegebenes Telegramm. Wieso ist das hier immer so hin und her geswitcht? Das finde ich strange. So, wir haben hier
Phillips kommt aus Manchester. Er achtet offensichtlich auf sein Äußeres und gilt als ein sehr guter Angestellter. Okay, steht nur guter, aber er ist bestimmt ein sehr guter Angestellter. An diesem Morgen war er auf der Post und hat ein Telegramm verschickt. Vermutlich in seine Heimatstadt. Können wir das lesen? Um 7:30 Uhr auf der Post ein Telegramm aufgegeben. Untersuchen Sie den Tatort. Finden Sie die verschwundene Tatwaffe, mit der Sir Rodney Bentcliffe ermordet wurde. Alright. Ja. Können wir mit dem? Mr. Holmes. The steam room's on the other side, Mr. Holmes. Mr. Holmes. Frigidarium? Was ist denn ein Frigidarium? The steam room's on the other side, Mr. Holmes. Okay, die kann ich nicht öffnen. The steam Nein, room's okay. Ja. I get it. Dann steht da wahrscheinlich Dampfraum Exitus. Ich darf hier nirgendwo raus oder rein. Okay, dann ist das wohl hier. Sudatorium Apoditerium. What the hell? Ist ja ganz schön hier. Sind das Fische oder Drachen? Fische. Los Fischos. Okay, gucken wir mal. Hier in Kleidung. Expensive clothes, belonging to one of the men from the steam room. Man legt die Kleidung hier ab. Ja, ich bin nicht so Sauna-Fan. Champagnerflasche. Okay, jetzt muss ich das drehen. Hoffentlich fällt For a special occasion. Fällt dann das Eis da nicht raus. Champagne Ja. For a special occasion. Okay. Die Flasche kann nicht rausfallen. Entschuldigung. An Schmolzenes ice bucket Eis. to keep the champagne chilled. Unopened. It was intended to be enjoyed after the steam session. Naja, unopened, ne? Das sieht so aus, als wäre der da wieder reingefropft worden. Okay, gucken wir uns mal die Klamotten hier an. These clothes belong to one of the suspects from the steam room. Clothes belonging to one of the suspects. Okay, und die verraten das auch nicht gegenseitig, wer es war. Ich meine, die müssen es ja mitgekriegt haben. Okay, gehen wir mal in den Steam Room. Was ist aber ätzend hier in so Straßenklamotten da rein. Also so rein von der Hitze. Oh, weia. Good Lord, Holmes. Ah, death with a peculiarly Roman piquancy. Like the one you almost had an hour ago. Let us forget about that. Das gefällt mir. Nee, das gefällt mir nicht. What happened, dude? Ist ihm das Auge There rausgestochen was worden? only one hit from the weapon. It pierced the right eye straight through to the brain. Death would have been instantaneous. Bah, wer macht denn sowas? Blut. The wound should not have bled so profusely. This pool is rather large. Entschuldige mal, wenn ich jemandem durch das Auge in das Hirn steche, blutet, obwohl geht da, ja doch, da pumpt doch die ganze Zeit Blut durch. Some dirt Schmutz. or earth. I'll take a sample. Look, Watson. He was wearing a ring. He very likely removed it before the steam session. Dass die Leute mal so einen total krassen Abdruck haben, ich meine, die sind doch nicht alle auf Death is Mallorca. very recent. Between 30 minutes to 1 hour ago. Oh, I think we have found all that we can here, taking into consideration the abysmal lighting. Constable, we have finished with the body. We don't have many leads here. What concerns me is that we still have to find the murder weapon. Mr. Holmes? Please have the body removed without disturbing anything else in the room. All right, Mr. Holmes. I was wondering, Holmes, it's fairly reckless to carry out a murder inside a closed chamber. Sure. Why do you suppose they did it? There are a great many possibilities. The murderer was in a hurry. Or he is an artist. Or a ghost. Or he wanted to ensure that I'd be brought in on the case. Probably the latter. You are ridiculous. Do you know that?
Der Humor ist What herrlich. should we do next, Holmes? Der Humor ist herrlich. Okay. Dampfnebel. Dampfhebel. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. Ja, wundervoll. Okay, das machen wir nicht nochmal. Brille. Ah, die ist bestimmt ganz heiß. One lens is cracked, probably due to the temperature of the brazier. Probably, yes. These lenses are for myopia. The wearer is short-sighted. Ich hatte auch mal eine Freundin in der Schule. Und die tat mir so leid. Die hatte so eine hammerdicke Gläser in der Brille. Ich glaube, die Brille hat alleine The brazier 500 is still Kilo burning. gewogen. The heat here is extreme. It is too hot. I cannot reach into it. Ja, aber ne, das sollst du auch nicht. I will need something to pick up this melted metal. Alright, Zange. Ich brauche jemand. Hallo, Zange. Kann mir jemand eine Zange geben? Mr. Garrow. It's horrible. So Rodney, he's dead. Can't we speak about it somewhere else? Das soll der Dicke sein. Willst du mich verarschen? Das kleine Bäuchlein da? Mr. Pitkin. I'm in shock. I don't want to talk. Okay. Mr. Blinkhorn. It's horrible. I can't talk at the moment. Der hat aber eine gute Stimme. Das gefällt mir. Den muss ich mir nochmal I anhören. can't understand what happened. Am I allowed to leave? Oh, du musst die ganze Zeit mit mir Do we reden have to jetzt. stay here? Can't we go? This is Sparta. Okay, brumm. Ich brauch... Gib mir mal eine Zange, bitte. Mr. Holmes? Yeah. Ich brauche eine Zange oder so. Wo ist die Leiche denn hin? Achso, der hat ja eine ja weggebracht. Wie kriege ich denn hier mal eine Zange oder so? Liegt hier eine, die ich nicht gesehen habe? Ja, Gegenstand benötigt eine. Ja. Aber ich mache das doch noch mal ganz kurz mit dem Nebel, weil vielleicht sehe ich dann irgendwas mit dem Hebel, Dampfhebel. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. Also als würde das so schnell gehen. Nee, ich sehe hier gar nichts. Ich verschwende jetzt einfach nur eure Lebenszeit. Es tut... Ah nee, das ist wieder der Hebel. Okay. Sorry. Hätte ja sein können, dass wir da jetzt irgendwie die totale Einsicht erlangen. Nein, wir brauchen jetzt eine Zange von irgendjemandem. Dann gehen wir mal eben raus. Gib mir mal eine Zange. Gib mir mal eine Zange. Den Watson lassen wir da einfach drin. Vor allen Dingen so eine Leiche, die dann da drin liegt. Ich meine, So, gib mir mal eine Zange, bitte. Ja, speichert. Schon mal der richtige Ansatz. Von wem ist der Champagner? There is a bottle of champagne on ice in the changing room. Do you have any idea who left it there? There is? Are you quite certain? I didn't pay any attention. Do you believe that it's important? Ja, wo kriege ich denn eine Zange her? Hallo? I'm always wondering what's on your mind, Holmes. These baths are becoming sinister. Yeah, pretty, aren't they? Okay. Mr. Holmes, I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Any objections? My milkshake brings all the boys in the yard and they're like... hab ich's... noch warten. Please wait. I need to do something first. Ja, ich brauche eine Zange. But I don't know where to get it. Mr. Holmes? Das gefällt mir so gut. Hallo, wo kriege ich denn hier eine Zange her, Mann? Oh. Jetzt kann ich hier rein. Rodney.
Bentcliffe. Der hat hier gearbeitet, oder was? This area serves as Sir Rodney Bentcliffe's workshop. Ah, hier kann ich bestimmt was nehmen. I will need these tongs. Sehr gut. Archäologische Werkzeuge. Tools used by archaeologists in their research. Interesting. Okay, Tisch. Dokument. Ach, der Holmes nimmt sich einfach alles an. Diese Metallplatte ist nicht nur von archäologischem Interesse, sondern scheint auch Teil von etwas Größerem zu sein. Im Moment kann ich jedoch nicht genau sagen, um was es sich dabei handeln könnte. Also von. Eine gewöhnliche Zange, wie sie etwa von Schmieden benutzt wird. Okay. Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Ja, old clay pots, okay. Perforierte Tafel. A shape has been cut in the plate. What should be done with it? Wo haben wir die denn jetzt hingesteckt? Vielleicht kann ich damit eine Geheimtür öffnen oder so. Das wäre doch mal was. Dokument. Mein werter Freund, ich möchte im kommenden Monat eine Pressekonferenz in den Thermen von Strand Lane abhalten. 1893 war ein bemerkenswertes Jahr für meine Arbeit in Ägypten. Doch jetzt ist es an der Zeit, mich auf die englische Archäologie zu konzentrieren. Es gilt, unsere nationalen Schätze ins Rampenlicht zu stellen und der Öffentlichkeit zu präsentieren. Wer schreibt denn so? Bei dieser Pressekonferenz will ich möglichst viele Journalisten sehen und sie sollen wohlwollend darüber schreiben, da wir sie äußerst gut behandeln werden. Oh, so funktioniert das. Daher werde ich meinen alten Freund Lord Blackmore ansprechen und die Sondermittel des Königlichen Archäologischen Instituts für die Veranstaltung nutzen. Sir Rodney Bentcliffe. Alright. Oh. Daily Mirror. Es gibt nur wenige Menschen, die den Namen Sir Rodney Bentcliffe nicht kennen. Er ist ein Gentleman, der an Reichtum, Bekanntheit und Tatendrang seinen feinsten Zeitgenossen in England in nichts nachsteht. Er ist nicht nur äußerst intelligent, sondern im selben Maße charmant, wie die jungen Damen des europäischen Adels nicht müde werden zu wiederholen. Er hat hervorragende Beziehungen zum House of Lords und durchaus Einfluss in der Welt der Politik. Nicht wenige würden ihn als übertrieben perfektionistisch und autoritär bezeichnen. Wir würden eher sagen, dass Sir Rodney zielstrebig und willensstark ist. Wenn er sich bei einer Ausgrabung einbringt, ist der Erfolg für alle Beteiligten garantiert. Ah ja. And more. The Times. Wundersame Fortsetzung der Ausgrabung in den römischen Thermen von Strand Lane. Die Ausgrabung in den Thermen stand schon kurz vor dem Aus, als wie aus dem Nichts der Retter auftauchte. Sir Rodney Bentcliffe. Sir Rodney hat die Kontrolle über die Arbeiten übernommen und behauptet, dass in den Thermen der Schlüssel zu einem großen Geheimnis zu finden ist. Alle weiteren Neuigkeiten in dieser aufregenden Sache erhalten Sie bei uns. Okay, ist das hier so Indiana Jones mäßig? So wie in dieser Kirche, wo die den Boden da einschlagen, dass hier irgendwelche super tollen... Oh, das fände ich ja mal cool, so archäologische... Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Okay, das hatten wir gerade schon auf dem Tisch. Nur ein kleiner. Was haben wir hier? Okay, hier kann ich doch auch bestimmt irgendwas... Kästen. Fotonegatives. Glass plate negatives. A remarkable method for recording ancient civilizations. Okay. Kann ich hier sonst noch irgendwas anschauen? Na, ja, hier war gerade was. Ich kann den öffnen. A glass plate negative is missing. Mysteriöse. It is a glass plate negative of an Egyptian statue. Was ist denn ein Glasplate Negative? Spannt man das wahrscheinlich auch in irgend so ein Licht mit einer Lichtquelle ausgestattetem Gerät oder was?
Ja, hier scheint nichts mehr zu sein. Können wir hier noch was sehen in diesem Gerümpel? Nopesi. Okay, dann gehen wir mal... Obwohl, was liegt da auf dem Boden? Nichts mehr. So, ich schulde euch 2 Fakten, glaube ich, weil ich wieder eins vergessen habe. Das funktioniert ja super. Also, ihr kriegt jetzt Fakt 3 für unnützes Wissen für Gamer. 555 Fakten über Videospiele. Fakt 3. Die Wolken und Büsche in Super Mario Bros. Für das NES basieren auf derselben Grafik. Fakt 4. Kurz vor dem Release des NES hat Nintendo die Farben von Mario umgekehrt. Anstatt einer roten Hose und einem blauen Pullover trägt er seitdem eine blaue Latzhose mit einem roten Oberteil. Ihr habt es zuerst bei mir gehört. So, falls euch das total nervt mit diesen Fakten, ja, dann schreibt mir das in die Kommentare. Ein paar Folgen müsst ihr das jetzt leider noch durchhalten, bis ich dann eine neue Aufnahmesession habe. Und ja, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch in der nächsten Episode wieder einschaltet. Bis dann. Aloha.